Die 3 fatalsten Fehler in Ihrer Steuererklärung, die Sie unbedingt vermeiden sollten. Darum geht es heute in diesem Video. Wenn Sie diese 3 Fehler wissen möchten, bleiben Sie unbedingt dran und schauen Sie sich das Video bis zum Schluss an. Sichern Sie sich inzwischen schon mal unter diesem Video den kostenlosen Report in 7 Schritten zur Steuererklärung. Mein Name ist Jutta Martin. Ich bin Beratungsstellenleiterin eines Lohnsteuerhilfevereins seit 1993 und Autorin. Ich helfe Arbeitnehmern dabei, so viel wie möglich Steuern sich vom Finanzamt zurückzuholen, und Rentnern helfe ich dabei, so wenig wie möglich oder gar keine Steuern an das Finanzamt zu zahlen. Und Ihnen möchte ich jetzt dabei helfen, sich im Steuerdschungel zurechtzufinden. Kommen wir zum Fehler Nummer 1. Also der Fehler Nummer 1 ist ja eigentlich der wichtigste, nämlich keinen Durchblick in den eigenen Unterlagen zu haben. Natürlich ist es so, dass es nicht jedem liegt, hier ein super Ablagesystem mit akkuraten Ordnern und Beschriftungen und alles drum und dran zu haben. Aber ein Grundsystem sollten Sie haben. Und wenn es dieser ja nun nicht unbedingt sinnvolle Schuhkarton, von dem seit Jahrzehnten die Rede ist, wenn Sie diesen nehmen und da erstmal alle Belege sammeln, dann ist das schon mal ein guter Anfang. Besser ist natürlich, wenn Sie einen speziellen Ordner oder eine spezielle Mappe für die Unterlagen zur Steuererklärung haben und dort alle Belege, die eventuell in Frage kommen könnten, hineinpacken. Sie ersparen sich am Ende des Jahres einen Haufen Zeit, wenn Sie im Laufe des Jahres immer schon mal diese einzelnen Belege, Bescheinigungen, was Sie alles so bekommen, in diesen einen Ordner oder in diese eine Mappe tun. Machen Sie das nicht, ja, dann tun Sie sich am Jahresende schwer. Sie fangen an zu suchen. Und glauben Sie mir, wenn Sie es einmal angefangen haben, es ist wirklich eine Frage der Gewohnheit, der Routine. Wenn Sie sich das angewöhnt haben, das wird zur Automation, und irgendwann, ein paar Jahre später, denken Sie, mein Gott, wie habe ich denn das früher alles bloß zusammenbekommen? Ja, wahrscheinlich haben Sie eben nicht alles zusammenbekommen und auch Geld an das Finanzamt verschenkt, eben weil Sie ja kein richtiges System hatten. Also die Vorbereitung der Steuererklärung ist, wie man so schön sagt, ja schon die halbe Miete, oder die gute Vorbereitung ist schon das halbe Geschäft. Sie verschenken unter Umständen einen Haufen Geld als Arbeitnehmer oder auch als Rentner, wenn Sie nicht alle Belege sammeln und parat haben. Ja, das war erstmal zum Fehler Nummer 1 im groben Überblick. Wir kommen gleich zum Fehler Nummer 2. Fehler Nummer 2. Ja, geben Sie kein teures Geld für einen Steuerberater aus. Warum? Als Arbeitnehmer und als Rentner sind Sie besser beraten, wenn Sie ja entweder einen Lohnsteuerhilfeverein in Anspruch nehmen oder aber Sie versuchen es selbst, sich durch den Steuerdschungel zu schummeln oder ja, durchzuschlängeln. Die Steuerberater sind ja super Experten für Selbstständige und für Firmen, für Betriebe, aber nicht für Arbeitnehmer und Rentner. Natürlich machen die auch die Steuererklärung für Arbeitnehmer und Rentner, wenn denn welche in der Steuerkanzlei vorbeikommen und die Dienste in Anspruch nehmen möchten. Aber ich habe mal vor einigen Jahren aus Interesse einen Probearbeitstag in einer Steuerkanzlei gemacht und war hinterher also ganz schön schockiert. Ich habe diese 8 Stunden durchgehalten und diese Kanzlei wurde geführt von einem Rechtsanwalt und Steuerberater. Das Ende vom Lied, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, die haben bei Arbeitnehmern nur geschaut, ob derjenige eine Rechtsschutzversicherung hat, egal ob Arbeitsrechtsschutz, Privatrechtsschutz, Verkehrsrechtsschutz, Sozialrechtsschutz, egal, dass sie eventuell sich irgendwelche Rechtsfälle an Land ziehen können. Die eigentlichen Steuerfälle für diese Arbeitnehmer, die blieben liegen. Die lagen da schon 6, 7, 8, 9 Monate. Um diese zu bearbeiten, wurde nämlich eine Stellenausschreibung gemacht und daraufhin hatte ich mich mal beworben. Abgesehen mal von dem ganz miserablen Stundenlohn, der geboten wurde, fand ich das unverschämt, dass eigentlich wirklich nur darauf geachtet wird, wie kann das große Geld verdient werden. Und glauben Sie mir, als Arbeitnehmer und Rentner sind Sie bei einem richtigen Steuerberater nicht unbedingt gut aufgehoben. Sicher gibt es Ausnahmen, aber in der Regel sind die Steuerberater wirklich reine Experten, ja eben für Selbstständige, für große Firmen, für Betriebe, für Gesellschaften. Und da verstehen sie auch ihr Handwerk. Und das sind ja die Sachen, die Lohnsteuerhilfevereine nicht machen dürfen. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Aber vertrauen Sie nicht auf
einen Steuerberater, geben Sie dafür nicht Ihr teures Geld aus. Letztendlich kommen Ihre Unterlagen sowieso nicht bei dem Steuerberater auf den Tisch, sondern bei der Mitarbeiterin. Bei irgendeiner Mitarbeiterin, die vielleicht Buchhalterin ist und nicht mal ausgebildete Steuerexpertin. Also ja, dann haben Sie noch den Stress, die Fahrt zum Steuerberater, Parkplatzsuche, was weiß ich, dann haben Sie Unterlagen vergessen, dann müssen Sie einen neuen Termin machen oder Unterlagen hinterher schicken. Warum wollen Sie nicht gleich alles selber machen? Ich habe ja auch mal irgendwann angefangen bei Null und habe im Laufe der 27 Jahre ja eigentlich alle Tricks und Tipps kennengelernt und habe dies alles in der Easy Steuerbox zusammengefasst. Warum wollen Sie nicht von meinen Erfahrungen profitieren? Ja, das war jetzt mal der Tipp Nummer 2 und der Tipp Nummer 3, der kommt gleich. Kommen wir zum Fehler Nummer 3. Fehler Nummer 3 ist der, dass viele der Meinung sind, dass es für alles Pauschalen gibt. Es gibt nicht für alles Pauschalen. Es gibt schon Pauschalen wie die Werbungskostenpauschale oder die Entfernungspauschale. Aber in der Regel muss man seine ganzen Werbungskosten oder andere Aufwendungen ja belegen können, durch Quittungen, durch Rechnungen, durch Kontoauszüge, wie auch immer. Und wir schicken zwar seit einigen Jahren keine Belege mehr mit der Steuererklärung zum Finanzamt, aber das Finanzamt fordert stichprobenweise die Nachweise für einzelne Kostenpositionen an. Und dann sind sie natürlich in der Erklärungspflicht. Wenn die jetzt auf andere Leute sich verlassen haben, die sagen, ach, du brauchst keine Belege sammeln, es gibt doch sowieso für alles Pauschalen, dann haben sie ein Problem. Dann werden einfach die beantragten Kosten gestrichen. Ich höre das immer wieder, ich schmunzel manchmal so an einer Bushaltestelle oder irgendwo im Restaurant im Gespräch, wenn man denn so ein bisschen mithört, was die Leute immer alles sich so erzählen. Ich habe hier das und ja, aber im Endeffekt prüfen sie ja nicht, ob alles anerkannt wurde. Das sieht man dann erst in den Erläuterungen, wo dann drin steht, die und die Kosten sind zum Beispiel Kosten der privaten Lebensführung oder die und die Kosten haben keinen Zusammenhang mit ihrer Arbeitnehmertätigkeit und so weiter. Das steht in den Erläuterungen, das liest sich kein Mensch durch. Die meisten gucken ja, sind wir ehrlich, wirklich nur auf Seite 1 und schauen, ja, wie viel Geld habe ich denn wiederbekommen? Und heften den dann weg. Das ist ein fataler Fehler, da habe ich aber schon mal ein Video drüber gemacht, warum man nicht den Steuerbescheid gleich wegheften sollte, sondern auch mal ein bisschen exakter sich anschauen sollte, auch wegen dem Vorbehalt der Nachprüfung. Ja, also wir haben jetzt diese 3 Sachen, die Vorbereitung Ihrer Unterlagen, bereiten Sie alles ordentlich vor, schaffen Sie sich ein System. Wie gesagt, eine gute Vorbereitung ist die halbe Miete. Das zweite war die Sache mit dem Steuerberater. Natürlich kann das jeder für sich selber entscheiden. Also ich kann es nur empfehlen, nehmen Sie Ihre Sachen steuerlich selber in die Hand. Sie werden eine Menge dabei lernen. Sie kriegen einen besseren Durchblick, was Sie künftig alles an Belegen sammeln müssen und verstehen das einfach viel besser. Ja, und das dritte war eben der dritte Fehler, dass viele denken, es gibt für alles Mögliche Pauschalen. Das war's für dieses kurze Video. Ich habe hier unter dem Video den Link zu meinem kostenlosen Report in 7 Schritten zur Steuererklärung. Den können Sie sich gerne sichern. Und wer mehr möchte, als nur mal einen kostenlosen Report sich durchzulesen, sondern vielleicht das Thema Steuern selbst in die Hand zu nehmen, der kann sich gerne auf meiner Seite informieren, steuern-easy.info. Der Link zu meiner Seite ist ebenfalls unter dem Video. Und ja, nun einfach mal ruhig auf beide Links und schauen Sie sich um. Das war's für heute. Alles Gute, Jutta Martin.